Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Mühlenabenteuer. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und gleich zu Anfang haben wir natürlich auch einen kleinen Patienten, um den wir uns erstmal kümmern müssen. Sagt nichts, ich weiß genau, was ihr denkt. Entweder kümmert der Typ sich ums Wasserrad oder um seinen ollen Rasenmäherschlepper. Aber was soll ich machen? Das Teil hat einen Plattfuß. So, jetzt erstmal sehen, wie wir den Kamerad da runterkriegen. Also auf den ersten Blick würde der ganzen Geschichte hier ein bisschen Fett auch wahrscheinlich ganz gut tun. Ja, wenn nichts hilft, hilft Sprutzi. Und die Sonne knallt. Das ist unglaublich, die Welle sieht gut aus, aber Rost hat das 10-fache Volumen von Metall, von Stahl, und ja, ein bisschen Rost und schon geht nichts mehr. Wie macht ihr die Reifen ab, wenn ihr einen besseren Trick habt als ich? Ich habe jetzt mit dem Kunststoffhammer das Ding runtergehauen und geguckt, dass ich die Felge nicht rumkloppe. Dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ja, kann man eigentlich nicht meckern, die Welle sieht tutti aus, aber riesen Scheiß. Ey, mein Jutster, wie schaut's? Oh, Scheiße, ey. Was hast du denn, ey? Ich habe jetzt eine halbe Stunde etwa gebraucht, um den Reifen hier runter zu kloppen. Ja, kam es nicht dran. Ich habe schon mit dem Abzieher versucht, alles Mögliche. Ein bisschen Rost auf der Welle und kannst ja auch nicht richtig ausholen. Man muss aufpassen, wenn du klopfst, dass du die Felge nicht kaputt schlägst. Ja. Aber der Reifen, der war derart drüber. Ja. Ja, unsere Patenkinder waren da, haben hier ein bisschen Rallye auf dem Hof gespielt, danach war der Reifen platt. Egal, war die Sache wert. Das war es wert auf jeden Fall. Nee, mein Projekt läuft richtig gut, nachdem gestern Abend schnell ein Einsatz, gestern Abend ein Einsatz, Hubi, läuft die Anlage, habe jetzt 67 Grad. Und er pumpt und pumpt. Einwandfrei jetzt läuft das Ventil. Öffnet, schließt, also einwandfrei von der Solaranlage. Ein Bekannter von mir, der hat sich jetzt auch ein Häuschen gekauft. Aber hat jetzt das Problem, den bösen Sondermüll zu entsorgen. Und ich habe mich dazu genötigt, dass ich den Lehm ihn abnehme, weil ich ja noch komischerweise Deckenfüllung machen muss. Von daher kann es da weitergehen. Was hast du gesagt? 2 Container voll Lehm kriegst du, ne? 2 Container. Also ich kriege jetzt erstmal was wegkommt und dann ja. Kommt nochmal immer so à peu, so wie er jetzt vorwärts kommt, dass ich nicht gleich ersaufen bin. Lehm Sondermüll ist, das versteht kein Mensch. Das, ne? Ja, über 300 Euro. Die Tonne. Über 300 Euro die Tonne Entsorgung. Das glaubt kein Mensch. Das kannst du immer wieder verwenden. Ist egal wann, wie, wo. Ja, nach 1000 Jahren kannst du das Zeug wiederverwenden, sofort wiederverwenden. Ja. Ich weiß nicht, was das soll. Nee, ich kann es auch nicht mehr nachvollziehen. Das ist schon, wo man sich fragt, ob noch alles gesund ist im Kopf. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Marcel, so nachhaltige Baustoffe
Schaden unserer Wirtschaft. Das sag ich dir. Marcel, du gehst gerade an unserem nächsten Projekt vorbei. Oh. Das sind immer diese mal eben schnell Projekte. Mal eben schnell den Reifen wechseln. Kann ja so schwer nicht sein. Mal eben schnell gerade. Da drauf war jetzt eine schlauchlose Decke, aber ich habe mir gedacht, es macht vielleicht Sinn, doch eine mit Schlauch zu nehmen, denn ich habe relativ oft diesen Reifenpilot da in diese Reifen reingesprüht, weil ständig irgendwas dran war. Und ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch ein Trugschluss, aber ich dachte mir, vielleicht ist es mit dem Schlauch. Ist ja noch mal eine Gummihülle mehr, vielleicht ein bisschen weniger oft kaputt. Und wenn er dann kaputt ist, dann hat vielleicht der Schlauch auch einfach eine bessere Möglichkeit, das Ganze abzudichten. Keine Ahnung. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so von der Idee haltet. Und ob das in irgendeiner Form Sinn macht. Ich jedenfalls ja, habe das Zeug jetzt hier und werde es natürlich deswegen auch verbauen. Denkt man sich, beziehungsweise ich denke mir, es ist ja nur ein Rasenmäher-Schlepperrad und das ist ja quasi nur eine Miniaturausführung von einem Rad. Aber wenn man den ganzen Krempel dann hier so vor sich hat, dann merkt man, so ganz ohne ist es halt dann doch auch nicht. Ne? Daher hoffe ich, dass ich das jetzt wieder gut drauf bekomme. Ab ist ja in der Regel meistens ein bisschen einfacher als wieder drauf, obwohl nach dem Abenteuer mit der Achse eben, glaube ich, dass da drauf wahrscheinlich die einfachere Variante ist. Dann kann man wenigstens kloppen, beziehungsweise es vorher schön sauber machen. Und ja, mal sehen, wie das jetzt hier geht. Wie macht ihr es? Wie wechselt ihr den Reifen? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Wir haben im Endeffekt nur so ein schissriger kleiner Rasentraktorreifen, aber bringt einen ausgewachsenen Mann doch zur Schweißbildung auf der Glatze. Ich habe jetzt gelesen 0,6 Bar bei den Reifen in etwa. Erscheint mir aber relativ wenig zu sein. Ich würde es jetzt mal auf eigenes Risiko mit einem Bar probieren und drückt mir mal die Daumen, dass bei der ganzen Montiererei der Schlauch keinen Schaden genommen hat. So, ich bin jetzt bei genau einem Bar. Weniger mal jetzt nicht drauf, das erscheint mir okay. 0,6, naja, schauen wir mal. Aber so würde ich es jetzt erstmal lassen. So, die Achse bekommt jetzt noch mal ein bisschen Fett. Hat sie sich ja verdient. Wie lange das hier dran bleibt, weiß ich zwar nicht. Aber viel mehr kann man hier wahrscheinlich auch nicht machen. Ich hoffe, dass mein Rad jetzt auch erstmal wieder eine Weile hält. Ich habe einen Kumpel geschrieben, dass ich gerade hier so eine zutiefst meditative und beruhigende Arbeit habe. Er sagt, ich bin gerade am Reifen wechseln und habe ihm ein Foto geschickt. Da meinte er nur, oh Endgegner. Ich glaube, er weiß gar nicht, wie recht er damit hat. Ich hoffe, drauf geht das ganze Ding jetzt ein bisschen leichter, als es abging, weil ich habe euch jetzt nicht den ganzen Leidensweg gezeigt, aber könnt ihr mir glauben, das war richtig S-Punkt.
Ja, dieser Schlitz, in dem in diesem Nutenkeil läuft, der hat hinten keinen geraden Anschlag, sondern warum auch immer, läuft der so ein bisschen konisch nach hinten aus. Jetzt, wo ich das Rad reingekloppt habe, ist der natürlich auch schön in seinem Bett nach hinten mitgeglitten, anstatt da reinzurutschen. Und weil das Bett ja so ein bisschen auf Null aufläuft, ist er natürlich rausgerutscht und hat nachher dann gewirkt wie ein Keil. Jetzt habe ich das mit einem kleinen Schraubenzieherchen wieder reingeklopft und ja, jetzt ist die Achse drauf und alles ist gut. Ich hatte mir auch überlegt, es andersrum zu machen, dass ich erst das Rad drauf mache und dann versuche, das irgendwie passend zu drehen und dann von außen das Keilchen reinklopfe. Aber ich hatte Angst, dass ich das Rad nachher nicht mehr auf der Achse gedreht bekomme, weil irgendwie musste da ja auch ein bisschen Gewalt wirken lassen. Und wenn sich das hier alles so, naja, dann hätte ich da gestanden. Hat gut funktioniert, war jetzt kein großes Drama, aber ja, muss man erst mal drauf kommen. Das kann man hier vorne kloppen natürlich, wie man will. Wenn das da hinten bremst, ne, dann passiert nichts. Aber ich habe das relativ schnell gemerkt, von daher alles gut. Ja, jetzt mache ich den Sprengel wieder drauf und dann sind wir mit der Arbeit hier durch. Ob es jetzt unbedingt das meiste bringt, weiß ich nicht, aber ich habe das Käppchen ja auch noch mal voll fett gemacht und ja, würde das dann hier drauf drücken. Schaden wird es ja wahrscheinlich nicht. Ja, wie beim letzten Mal auch, müssen wir natürlich, um die ganze Sache abzuschließen, noch einen kleinen Mähtest machen. So ihr Lieben, heute mauern wir nichts mehr, heute machen wir keine großen wilden Geschichten mehr. Es hat doch ganz schön aufgehalten mit diesem Teil. Ey. Das glaubst du oder nicht? Glaube ich dir, ey. Das ganze Reifenwechsel war nicht so schlimm, aber das von der Achse runterkriegen, ey, oh, leck mich. Ja, ich hatte weißt, das sind so Punkte, wo man sich dann denkt, lass ich lieber bleiben, ist nicht so schlimm, dass der Reifen platt ist. Ja, ich hatte das Kloppen hören, ich denke, muss doch mal hier rüber gucken, was macht ja, ich muss Magnesium nehmen, weil dann morgen ich so einen Arm. Ey. Kannst ja auch nicht richtig gegenkloppen, dann haust du die Felge kaputt. Ne? Ich will einen Kunststoffhammer, aber hau mal da runter. Ja, wo ich jetzt die Tage hier die Röhren drauf gemacht habe, auch vom Gerüst runter, eine Röhre in die Hand, Gerüst wieder rauf. Weißt du, abends, wenn du im Bett liegst, was du gemacht hast. Junge. Ja. Was hast du denn jetzt hier Schönes? Ja, Marcel, ich habe hier so ein paar Dinger, die würde ich ganz gerne mal vorstellen und ich bin mal gespannt, ob du das kennst. Das machen wir gleich. Als allererstes würde ich mich gerne herzlichst bedanken. Ich habe ein anonymes Paket bekommen und da drin waren, zeige ich dir gleich, diese Klemmen. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist noch ein Schnellverschlüsse. Nee, das sind keine Schnellverschlüsse. Ich habe es mir auch erstmal angeguckt. War keine Beschreibung, nichts dabei. Aber ich glaube, das ist wegen dem Baggervideo. Ne? Da hatten wir ja Probleme mit den Batterien. Und einer von unseren sind das eigentlich Kommunisten? Einer von unserer Community hat uns leider ohne Beipackzettel dabei hier diese schönen Batteriepolklemmen geschickt. Und ich habe mir erst gedacht, was ist denn das? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wenn ihr das kennt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Marcel, ich bin gespannt, ob du weißt, was es ist. Ich habe es ja auch eine Weile angeguckt und dann habe ich erst gerafft, was es ist. Das ist ein Batteriehauptschalter. Dass du es einfach runternehmen kannst. Nee, das ist so. Das Ding hier ist isoliert. Siehst du, das ist voll isoliert. Das hat mit dem Teil keinen Kontakt. Ja. 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 Und hier ist auch nochmal so ein kleiner weißer Ring. Siehst du das da? Ach so, und durch das Runterdrehen und du durch das Zuschrauben kriegst du erst den Kontakt hin. Ja, das ist ja eine Das heißt, du baust das Teil ein, drehst das einfach so ein bisschen locker und schon hast du den Batteriehauptschalter ausgeschaltet. Dann drehst du das wieder ein bisschen fest ja, das ist und ja hast wieder Power. Das ist geil. Das ist doch Knaller, oder? Das ist mal richtig geil. Zeige ich euch das auch nochmal. Also hier ist voll isoliert der Schuh. Ne? Seht ihr da, das Weiße? Und also diese Seite hat mit der Seite keinen Kontakt. Und hier, das ist das Verbindungsglied. Das ist aber auch schön
nochmal isoliert gelagert. Seht ihr das da? Und so konnte der Strom von der Seite nicht fließen zu dieser Seite. Und wenn man das Teil reinschraubt, das muss man jetzt nicht ganz rausschrauben, das habe ich nur gemacht, um es euch mal zu zeigen. Wenn man das dann ganz fest zieht, so, ja, dann hat man quasi die Brücke von hier nach da hergestellt. Dann kann der Strom fließen und dann ist die Batterie scharf. Das heißt, wenn ich hier einfach mal so mache, zack, dann ist die Batterie entschärft und so, zack, ist sie wieder scharf. Geiles Gerät, das machen wir auch noch mal, das bauen wir in einem Video mal ein. Ich muss noch mal gucken, wie ich das da irgendwie reingebaut bekomme, weil muss ja hier irgendwie der Anschluss passen. Da muss ich mir noch mal Gedanken machen, aber vielen, vielen Dank. Ich hätte in irgendeinem Kommentar hatte ich mal was darüber gelesen, habe ich aber noch nie gesehen und ich freue mich echt, freue mich einen Ast. Da habe ich jetzt eine für Schlepper, eine für Dumper und einer für einen Bagger. Es muss also jemand gewesen sein, der unsere Videos kennt. Also von hier aus noch mal Chapeau, richtig geile Sache. Auf jeden Fall. Ne? Das ist mal. Das ist doch Knaller, oder? Wenn wir dafür keine Batterie mehr schleppen brauchen, ist doch geil, oder? Ich finde das echt der Knaller. Das ist echt cool, das kann ich auch Das ist so nicht. einfach, ne? Ich kenne das nur mit diesen Knochen. Mit diesen Knochen, da musst du aber die ganze Batterie da auseinandernehmen, riesen Bohai, hier so. Ja, das ist ja eigentlich eine ganz Hier kann einfache. nichts kaputt gehen, hier hast du kein nix. Ja, hoffentlich passt es jetzt nur noch mit einer Batterieklemme, aber das ist genormt, oder? Ja, werden wir sehen. Kriegen wir schon da drauf. Und das kriegen wir da drauf. Also wenn wir eins machen, dann kriegen wir das Das da drauf. sehe ich auch so, ey. Geil. Super, Daumen nach oben, vielen Dank. So Marcel, jetzt bin ich mal gespannt, was du dem zweiten Paket sagst. Im letzten Video, da hatte ich ja meinen Heckstapler angebaut. Ja. Aber wenn ich einen Heckstapler dran habe und ich möchte damit mit dem Heckstapler hoch zum Fenster fahren, dann habe ich ja das Problem, dass ich nicht sehe, was da oben los ist. Und deswegen hatte ich mir gedacht, baue ich mir da Kamera und Monitor dran. Okay. Wenn ich mal eine Kamera da dran baue, dann habe ich das Problem, dass ich die ganzen Kabel von der Kamera über den Stapler, über diese ganze Umlenkmimik bis Der ins... geht ja 7,50 Meter. Ja, also, hier die Lösung. So, da habe ich geguckt, das hat jetzt gekostet 150 €. Nicht ganz billig, aber der Kranverkauf soll es ja wieder reinspielen. Ne? Was ich gekauft habe, mein Vater, der hat sich ja Frontgreifer dran gebaut am Schlepper. Der hat sich auch eine Funkkamera gekauft. Und das Problem ist, das hat er auch nicht so auf dem Schirm gehabt, die Funkkamera, die muss ja mit Strom versorgt werden. Ja. Das heißt, da musst du dann überall ein Stromkabel bis zu der Kamera einlegen. Da habe ich mir gedacht, das ist ja doof. Ne? Erstmal brauchst du das ja nicht andauernd. Und wenn du es brauchst, dann habe ich keinen Bock, da noch irgendwelche Kabel zu legen. Okay. Also habe ich mir jetzt eine Kamera mit Batterie gekauft. Das heißt also, diese Kamera, die hat einen Akku eingebaut und die schickt ihr Bildsignal per Funk zu dem Monitor, der hier noch mit dabei ist. Also dabei sein sollte. In der Mitte. Oder? Hier kleiner. Ja. Ja, da ist er. Das ganze Ding gibt es auch noch mal mit Solar. Das heißt also, hier gibt es dann noch mal so ein Solarpanel drauf. Aber ich habe eine Steckdose, ich habe ein Wasserrad. Das macht Ich wollte gerade sagen, Strom. Das heißt also, hier ist jetzt so ein kleiner Monitor, der ist jetzt nicht riesengroß, aber ich denke, das wird reichen. Und den kann man sich tatsächlich einfach hier über einen USB, ja? Zigarettenanzünder. Okay. Kabel ist dabei. Das heißt, hier über das ist auch ein USB-Kabel. Ja, ich hatte gesehen eben unten, dass USB ist. Ah, USB-C. Ja, ist doch cool. Also beides scheinbar möglich. Oder das USB-C ist fürs Laden von der Kamera. Genau. Ja, genau. Also mit USB-C lade ich die Kamera und dann habe ich hier einfach Zigarettenanzünder, ja cool. für einen Zigarettenanzünder. Den gab es leider nicht mit Akku, zumindest habe ich das nicht gesehen. Ja, modifizieren kann man immer noch. Was, ja. Weil einen Zigarettenanzünder habe ich ja im Schlepper vorne. Ja, Ne? rauchen tust du nicht, also brauchst du nicht. Oh nee, nicht mehr. Also ich habe auch mal geraucht. So, dann hast du dann einfach, steckst den Zigarettenanzünder rein, klappst die kleine Antenne hoch und los geht's. Und weil wir ja Spielratze sind, bauen wir so an. So, Zigarettenanzünder haben wir hier. Dann machen wir jetzt erstmal einen Test, ob denn hier auch was am Bild kommt. Ja, einschalten. Oh. Zweimal einschalten. Jo. No signal. Okay, kann ich verstehen. Kann man jetzt nicht meckern. Also das geht schon mal. Cool. So, ich habe das natürlich gerade eben erst ausgepackt. Von daher hoffe ich mal,
dass hier ein bisschen Saft drin ist. Hier hinten ist der Hauptschalter, den drücke ich. Und dann geht hier vorne die Lampe an. Das ist eine rote Lampe. Ich hoffe, rot heißt nur nicht verbunden und nicht, dass hier der Akku völlig leer ist. Doch, du bist schon auf dem Bild. Oh, Alter, das ging aber schnell. Das ging aber. Und gar kein schlechtes Bild. Ein schlechtes Bild, ne? Also. Und nichts, kein Kabel, gut, das Ding hat jetzt einen Zigarettenanzünder halt, muss man es dran machen. Ja, gut. Aber ansonsten kein Geschisse, kein Gemache, kein nix. Die Kamera komplett wasserdicht und so. Geil. Die kannst du ja jetzt hinmachen, wo auch immer du willst. Ne? Und die hat auch einen anständigen Magnet, das muss man schon sagen. Ja. Nee, das ist total einfach. Ich hab ja schon beim Kumpel, da habe ich immer mal Rückfahrkameras eingebaut. Ja. Und dann durch die ganze Karre und dann wollten wir es uns jetzt mal einfacher machen und der hat ja immer so eine Plane hinten drauf. Und dann hat man es dann einfach so an der Plane lang gelegt, das Kabel, und nicht unten drunter lang. Das hat man beim ersten Mal gemacht, das ist dann aber kaputt gegangen. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir es mal einfach. Da kam der TÜV-Beamte und hat gesagt, so geht das aber nicht. So geht das aber nicht. Das dann musst du die ganze Kamera wieder zurückbauen. Wo wir es schön, da ist ja dieses Seil, was die Plane, so diese Ösen da, weißt du, wo das durchgeht. Ja. Und da drunter hatte ich das langgelegt, schön an den Ösen. Schön versteckt. Und der TÜV hat das nicht akzeptiert. Krass. Hätte ich nicht gedacht, weil ist ja, auch nicht. ist ja dein eigenes Ding, wo das Kabel lang ist. Der hat da ein Pohai gemacht und Ja, hat aber das das ist ja durchkommen wie bei lassen. den LKW immer, wenn die Zusatzscheinwerfer, die dürfen dann normalerweise nicht an sein. Und, Abgedeckt und Filzfolie. und Naja. doch haben wir sie alle dran. Das kommt immer auf den TÜV-Prüfer an, wie der Belauder hat, ey. In Nordhessen sagt man, es geht immer so wie Emme. Ne? Ja, genau. Ja, ich könnte das ganze Ding jetzt natürlich noch anbauen, aber ich glaube, das können wir uns auch schenken. Ne? Also ich mache das Ganze wieder in den Pappkarton rein, Ja, das ist das schön ist- sicher, warm und trocken aufgehoben. Und wenn ich es brauche, dann hole ich es da einfach raus. Genau. Und dann kann ich es im Bagger benutzen, dann kann ich es im Auto benutzen und ich kann es am Schlepper benutzen. Und wenn ich dann hochfahre, das war ja eigentlich, damit du siehst, wo die Gabeln sind, und wenn du die hochfährst und bist dann am Fenster, dass du nicht vorbeifährst bis zur Dachrinne, sondern dann auch von oben, ne? Weil das ist ja Riesengeschütz, siehst du von unten halt nicht. Ne? Und so kannst du dir immer schön Das angucken, ist ja wo bei die. Radlader manchmal schon, wenn du den voll hochfährst, dass du kaum was siehst, was Ja, da aber ich oben bitte dich, das ist veranstaltet ja ehrlich, so einfacher geht's nicht. Kostet 550 €. Ja, ich mache euch auch keinen Link in die Videobeschreibung. Ich habe es bei eBay gekauft, müsst ihr mal nach WLAN-Kamera gucken. Weil es ist wirklich, es ist keine Produktplatzierung. Ich kriege da kein Geld für, ich mache hier keine Vorstellung, sondern habe ich mir gekauft, weil ich das brauche und nicht, weil mir irgendjemand in den Mund legt, dass ich das hier für irgendjemanden. Uns legt sowieso keiner was im Mund. Ja, eben, das ist ja auch so. Also das fehlt uns auch noch in der Sammlung, dass uns einer erzählt, außer unsere Frauen. Die dürfen. So, ihr Lieben, Marcel, vielen Dank. Kein Problem, mein Gutstar. Ja, erfolgreicher Tag. Ich wollte eigentlich noch viel mehr schaffen. Ich wollte heute noch da oben in der Bude, wo wir letztes Mal weitergemacht haben, da wollte ich bei meinem Nachbarn noch mal ein bisschen Sand schnorren. Kannst du doch. Aber ich bin heute zu nichts mehr gekommen und ich glaube, die Welt werde ich heute auch nicht mehr umreisen. Ja, So, kriegst ja, glaube ich, noch Besuch, ja. Von daher. Ich will noch einen Griller machen, wird alles erfolgreich heute. Ja. Wird alles erfolgreich. Meine Anlage läuft, der Rest ist mir alles ziemlich über dem Wetz. Marcel ist jetzt hier unter die Solarbauern gegangen. Er fährt schon Ernte ein. Ja. Ja, das ist echt cool, ey. Ja, ich hoffe, euch hat unser kleines Video gefallen. Von Marcel gibt es dann bald wieder mehr, wenn wir ans Holz machen gehen. Aber ja, alles zu seiner Zeit. Man kann auch immer alle Sachen nur nacheinander abarbeiten. Ja. Hast ja auch viel zu tun, ich auch. Ja. Und von daher freuen wir uns immer, dass ihr mit dabei seid. Bleibt weiter spannend. Wir lassen uns schöne Abenteuer für euch einfallen. Bis zum nächsten Mal. Abo und Like natürlich da lassen. Genau, Abo und Like da lassen. Und nochmal vielen Dank für das geile Geschenk. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.